Ja, guten Tag aus Köln. Es ist Freitag, 31. Juli, knapp 12 Uhr, um die 27 Grad. Und ich mache heute mal einen Spaziergang am Rhein. Ich stehe hier gerade in Köln-Riehl am Rheinufer und laufe jetzt runter bis zur Südbrücke. Und dann über die Brücke und dann noch ein bisschen das rechtsrheinische Rheinufer hoch. Denn habt ihr sicherlich mitbekommen, es ist gerade Rekordniedrigwasser im Rhein und auch in anderen Flüssen in Deutschland. Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Es gibt noch ein paar andere interessante Sachen auf der Route, kann ich ein bisschen was zu erzählen. Und ja, viel Spaß. Da hätten wir mal als allererstes die Rheinkrake hier. Das ist Kölns Müllfalle. Steht hier oder liegt oder schwimmt an der Zoobrücke im Rhein befestigt. Und was macht die da? Das ist ein Projekt von der Krake e.V. Und zwar ist das Deutschlands bisher einzige Müllfalle und die fängt Müll oder sammelt Müll ein, der vorne, kann man ein bisschen näher ranzoomen, vorne reinfließt. Im Innern sind 2 Fangkörbe. Da fährt gerade ein Bötchen vorbei. Ja, wurde von Krake 2022 mit Spenden gebaut und dann hier positioniert, natürlich in Absprache mit der Stadt Köln. Wird 2-mal im Monat vom Verein geleert, samstags. Und das Besondere ist, es ist auch eine Zusammenarbeit mit der Uni Bonn. Der Müll wird dann ausgewertet, festgehalten, dokumentiert, analysiert, um herauszufinden, was eigentlich so an Müll im Rhein schwimmt und wie viel. Auch wenn die Müllfalle natürlich nur einen kleinen Teil der Rheinbreite abdeckt. Es gibt hier noch so einen Fangarm, der bis ans Ufer geht, damit da auch noch ein bisschen mehr Müll direkt in die Müllfalle geleitet wird. Ich bin übrigens auch Mitglied in dem Verein der Krake und normalerweise macht der Verein Müllsammlungen, Cleanups in Köln, meistens am Rhein oder auch mal im Aachener Weiher. Und jeder, der will, kann da mitmachen. Termine kann man alle auf der Krake-Homepage lesen. Wird gleich noch was anderes kommen, was auch mit der Krake zu tun hat. Aber ja, würde ich mal sagen, gehen wir mal los. Das ist meine aktuelle Schrittanzahl. Mal gucken, wie viel ich am Ende haben werde. Denn ich möchte wirklich, ja, wie ich gesagt habe, über die Südbrücke ungefähr hier bis zum Rheinufer des Rheinparks laufen. Ich glaube, da sieht man nochmal das Niedrigwasser des Rheins besonders drastisch auf der anderen Rheinseite. Ich finde, hier sieht man jetzt den Niedrigwasserstand des Rheins gar nicht mal so sehr. Wir werden aber auf jeden Fall später noch Bereiche bekommen, wo man es wirklich akut sieht. Das wirkt jetzt hier noch relativ normal. Aber Tatsache ist, dass der Rhein aktuell nur einen Pegelstand von ca. 70 cm hat, was echt sehr niedrig ist. Und das Allzeit-Rekordtief, das bisher gemessen wurde, ist von 2018 mit entweder 69 oder 68 cm. Und das könnte vielleicht morgen, Samstag, noch unterboten werden. Was dann wirklich kritisch ist, weil es wurde jetzt schon der Schiffsverkehr eingeschränkt. Güterschiffe fahren nur noch mit irgendwie 25 bis maximal 50% der üblichen Ladung, damit die nicht ganz so tief im Wasser stehen und immer noch zumindest so fahren können. Was aber natürlich für die Betreiber dann
schon Geld kostet, wenn die nur mit maximal halber Ladung unterwegs sind und mehrfach fahren müssen. Tourismusschiffe wie KD hat wohl auch den Betrieb schon eingeschränkt, zumindest nach Süden hin, Richtung Königswinter. Ich weiß jetzt nicht, ob der komplett eingestellt wurde oder einige Schiffe nicht mehr fahren. Ich habe mich mal informiert, Pegelstand 70 cm, das heißt jetzt nicht, dass in der Fahrrinne in der Mitte des Rheins jetzt nur 70 cm Tiefe sind, weil da ist immer noch, glaube ich, dann plus 1,11 Meter. Also 70 cm plus 1,11 Meter, ungefähr 1,80 dann Fahrtiefe oder Rheintiefe. Aber es ist halt auch wirklich dann immer noch sehr wenig. Weil vor allem die Frachtschiffe, die stehen ja ein paar, weiß nicht wie tief die ins Wasser ragen, schon wahrscheinlich ordentlich. Ja, da hätten wir ein Schiff von KD. Ich glaube, der ist zu massiv, um noch rauszufahren. Mallorca Party. Okay, wäre eh nicht, also mein Fall wäre das eh nicht hier, so ein Schiff. Also nichts gegen Schiff im Rhein. Könnte ich mal wieder machen, aber bitte keine Mallorca Party oder ähnliche Musik. Fahrt ihr eigentlich noch oder ist dicht? Nee, das ist dicht. Ja, krass. Der Okay. geht heute Abend durch Mallorca Party, aber ich glaube auch nicht, weil das niedrig Wasser. Ja, absolut. Ja, Das ist schade. ja, schade. So, wir nähern uns der Bastei. Ja, das war, muss man leider sagen, ein Aussichtsrestaurant. Und galt wohl, als es in den 20er Jahren gebaut und 24 eröffnet wurde, wirklich als Vorzeigeprojekt von Köln. Hier sind schon mal ein paar Dixie-Klos für morgen, für die Kölner Lichter. Ja, aber Bastei immer noch zu, seit Jahren schon. Wohl extrem marode. Ich meine, der reguläre Restaurantbetrieb lief bis 97, aber dann konnte man das noch irgendwie für private Veranstaltungen buchen. Aber er ist auch seit 2019 Schluss, glaube ich. Ich mal kurz hochgucken. Ja, echt schade. Komplett dicht. Gebaut wurde es von Wilhelm Ripan, ziemlich bekannter Kölner Architekt. Er lebte, glaube ich, von 1889 bis, Moment, ich habe es ja aufgeschrieben, 1963. Hat ziemlich viele bekannte Bauten geplant in Köln. Unter anderem die Oper in den 50er Jahren.
Jetzt nicht wirklich ein Prachtbau eigentlich. Aber ja, die geht auf seine Kappe. Ufer Filmpalast am Hohenzollernring in den 30er Jahren bereits. Heißt, ja, hieß damals Uferpalast, heute nun noch Filmpalast. Da stehen schon die Lautsprecher für die Kölner Lichter morgen. So, weiter geht's. Also der Typ von KD meinte vorhin, den ich gefragt habe, die fahren nicht mehr raus. Die hier wahrscheinlich auch nicht. Wobei der Kleine könnte vielleicht noch. Aber hier das große Ding definitiv nicht. Der wäre sonst sogar bis nach Basel gefahren. Okay, hier wird auch schon fleißig aufgebaut für morgen. Hier gibt es sogar eine Aussichtstribüne, das Feuerwerk zu sehen. Ach, noch ein paar Worte zur Bastei. Also die soll wieder eröffnet werden, habe ich gelesen. Ich habe jetzt heute Morgen mal recherchiert, einen Artikel gelesen von eine Pressemitteilung von 2024. Da stand, soll restauriert und wieder betrieben werden. Aber wann? Steht da nicht, stand da nicht bei. Echt schade. Okay, das sieht schon krass aus hier mit dem Ufer. Ich glaube, ich habe es noch nicht gesehen. Dieser Steinhaufen mit einer Möwe auf der Spitze. Hier ebenso. So, wir sind jetzt unter der Hohenzollernbrücke in der Altstadt. Und jetzt kommt hier noch was Besonderes.
Hier, das hat auch mit der Krake zu tun. Und zwar, was haben wir hier? Ein paar alte Fahrräder und E-Scooter. Und die hat die Krake vor, ich glaube, 2 Wochen hier aus dem Rhein gefischt. Habe ich gefilmt, hochgeladen, werde ich verlinken, die Aktion. Und das waren ursprünglich sogar 20 E-Scooter, 17 Fahrräder, 2 Einkaufswagen und noch anderer Schrott, der hier allein nur hier aus dem Altstadt-Rheinufer gefischt wurde. Und dazu ist der Gründer der Krake, der Christian, wirklich komplett ins Wasser gegangen. Mit Taucheranzug und an Seilen befestigt. Und wurden die E-Scooter dann mit Seilen und Bändern hochgezogen. Und hier alle aufgestellt. War eine Riesenaktion. Ich habe viele Zuschauer. Und eigentlich müssten die Betreiber die E-Scooter abholen, die Verleiher. Haben auch die meisten gemacht, aber eben nicht alle. Also stehen jetzt hier seit 2 Wochen rum. Nee, es waren mal 20 E-Scooter, 20 und 17 Fahrräder. Vor 2 Wochen aber schon. Ne? Und ein paar wurden da eben noch nicht abgeholt. Aber die wissen Bescheid, die Verleiher. Ja, stimmt. Ja. So, hier gibt es noch eine Kleinigkeit zu erzählen. Hier die ikonischen sogenannten Stapelhäuschen, die 5 kleinen Häuser, die hier direkt unter Groß St. Martin stehen. Die 2 linken sind quasi weg, bis auf das unterste Geschoss. Leider sollen aber wieder aufgebaut werden. Was ist da passiert? Es gab wohl akuten Pilzbefall im Fachwerk. Das waren nämlich tatsächlich Fachwerkhäuser, zumindest die 2 linken. Musste leider entfernt werden, bis auf das unterste Geschoss, wegen Pilzbefall und, glaube ich, Insektenbefall im Holz des Fachwerks. Sollen aber wieder aufgebaut werden. Aber jetzt seit 2023 sieht es halt so aus. Der unterste Bereich musste nicht abgebaut werden, weil der ist gemauert, der konnte stehen bleiben. Aber die oberen Geschosse sind komplett weg. Was nämlich extrem schade ist, weil die Häuser waren zwar ziemlich zerstört im Krieg, sind aber tatsächlich mindestens aus dem 18. Jahrhundert, wenn nicht sogar aus dem 16. Und das Fachwerk ist zumindest so grundlegend noch erhalten geblieben, oder zumindest Fundamente des Fachwerks. Trotzdem, dass die Altstadt hier im Krieg zu um die 92% zerstört war, sind aber irgendwie ist jetzt mit ein kleiner Teil der Häuser stehen geblieben wohl. Und hat man aber dann vor ein paar Jahren entdeckt, irgendwie wegen fehlerhafter Sanierung, schon in den 30er Jahren und dann beim Wiederaufbau, hat sich, glaube ich, wohl wurden die Holzbalken irgendwie mit einer Zementschicht bestrichen, das wohl irgendwie fehlerhaft, dass sich halt unter der Schicht halt eben Pilz angesammelt hat und Insekten. Und jetzt werden die wieder aufgebaut, aber dann wohl ohne Fachwerk, habe ich gelesen. Aber sieht jetzt irgendwie seit, glaube ich, ein paar Monaten echt absolut unverändert aus hier, leider. Und warum heißen die Stapelhäuschen?
mal recherchiert. Es geht auf das Stapelrecht im Mittelalter zurück, 1259. Da mussten alle vorbeifahrenden Schiffe ihre Güter hier in Köln für 3 Tage auslagern und zum Verkauf anbieten. Die wurden dann hier gestapelt und deswegen heißt auch das Gebäude hier daneben das sogenannte Stapelhaus. Da wurden auch wohl Güter gelagert, vor allem Fisch. Es gibt auch vor allem massiven Fischhandel hier, deswegen heißt das Viertel hier auch Fischmarkt. Und ja, das sogenannte Stapelrecht, also die Leute hier mit ihrem Schiff vorbeifuhren mussten, ihre Güter zum Verkauf anbieten für 3 Tage, also auslagern, stapeln. Und wohl hier in dem Haus, vor allem in dem Stapelhaus. Aber in den Stapelhäuschen hier, die 5 Häuser da, wurden unten wohl auch, gab es Verkaufsräume, Lagerräume, Werkstätten und oben drüber haben die dann gewohnt. Entweder die Kaufmänner selber und oder deren Familien. Ja, ich hoffe, das sieht bald wieder so aus wie normal. So ist halt echt wieder also eine typische Kölner Dauerbaustelle draus geworden. Bin mal gespannt, was daraus wird. Aber sonst finde ich hier die Altstadt immer noch echt schön. Auch hier das Rheinufer. Deswegen verstehe ich nicht, warum es so viele Leute gibt, die sagen, Köln ist voll hässlich. Klar gibt es hässliche Stellen in Köln, mehr als genug, aber auch echt sehr viele schöne Stellen. Ja. Okay, da fährt ein KD-Schiff, gar nicht mal so klein. Ob es die komplette Route fährt, weiß ich nicht. Aber der hier wird wahrscheinlich stehen bleiben. Da kommt auch schon das Schokoladenmuseum. Dann kann ich ja gleich mal kurz hochlaufen. Ein bisschen die Aussicht genießen. Ja, eine sehr schöne Aussicht auf die Stadt hier. Die Aussichtsplattform vom Schokoladenmuseum. Und hier sieht man es auch nochmal sehr deutlich da unten.
So stark hat der Grund des Rheins hier, so stark kam er hier noch nie zum Vorschein, kenne ich zumindest nicht, ich so noch nicht gesehen. Ja, weiter geht's. Die Krantürme abgelesen. Da drin gibt es die teuersten Apartments von ganz Köln. Und Lukas Podolski hat wohl auch eins. So, ich bin jetzt hier im Rheinauhafen. Und was haben wir hier? Das ist mal richtig krass. Hier kommt der Grund des Rheins richtig durch. Habe ich so echt noch nie gesehen. Also hier der vordere Bereich, der geht ja noch. Aber hier ist ja mehr Sand als Wasser. Ja, die Boote, hier kommen selbst die kleinsten Boote nicht mehr raus. Echt irre. So, wie sieht es hier am Rhein aus? Also falls ihr mal hier seid und Sonnencreme braucht, gibt es hier gratis. Sehe ich jetzt auch zum ersten Mal. Tada! Ja, ich denke, man kann deutlich sehen, dass die Frachtschiffe sehr viel weniger mit sich tragen. Und langsam nähern wir uns der Südbrücke. Da geht es dann gleich rüber auf die andere Rheinseite. So, hier sind wir auf der Südbrücke. Die kleine Schwester der Hohenzollernbrücke. Ist, glaube ich, auch ähnlich alt. Beide von ungefähr 1911 oder 12. Beide zerstört im Krieg.
wie eigentlich alle Rheinbrücken in Köln und dann wieder aufgebaut. Ja, hier hat man eine sehr, sehr schöne Aussicht. Für mich eigentlich eine der besten Aussichten in Köln auf Köln. So, jetzt sind wir hier auf den Poller Wiesen. So, da ist die Südbrücke. So, weiter geht's. Jetzt geht's wieder Richtung Norden, den Rhein hoch. Ich meine, hier sieht man jetzt vom Niedrigwasser gar nicht mal so viel. Obwohl wahrscheinlich sieht man sonst weniger Steine, glaube ich. War jetzt hier schon ein paar Monate nicht mehr. Ist aber eigentlich echt schön hier. Vor allem der Blick hier auf die Kranhäuser und auf den Dom. Gut, gehen wir mal hier wieder hoch. Ich glaube, da kommt man nicht mehr viel weiter. Ach, und noch eine Info zu den Kölner Lichtern, die morgen am 1. August stattfinden, um 11 Uhr, glaube ich. Habe gelesen, dass jetzt nicht mehr alle Schiffe mitfahren können. Es gibt ja immer dann so einen Schiffskonvoi aus 20 oder 30 Schiffen. Und da können schon nicht mal alle mitfahren. Also die Großen müssen wohl zurückbleiben am Ufer, können nicht fahren, können nicht raus. Und auch die Route ist anders. Die fahren sonst hier von der Innenstadt runter nach Porz und kehren dann wieder um. Die fahren aber jetzt wohl nicht nach Porz runter, sondern nach Norden, nach Nil, zum Nieler Hafen und kehren von dort aus dann um. Und dann gibt es halt um 23 Uhr das Feuerwerk. Ich glaube vorher noch eine viertelstündige Drohnenschau. Will ich auch aufnehmen. Bin ich mal gespannt. So. Die deutsche Rheinpromenade.
Gidelim mi? 3 metreye kadar girebilirsin. Çok şey değil. So, jetzt noch ein paar Meter weiter bis zum Ufer des Rheinparks, oder zumindest bis zum Anfang davon. Dann muss es auch mal reichen hier. Ja, man muss hier schon einen kleinen Umweg nehmen, direkt durch den Tanzbrunnen, weil da unten am Rhein schon einige Absperrungen. Rheinenergie hat da ja irgendwie so seinen Stand für morgen, wo man mit einem sehr teuren Ticket sich dann hinstellen kann, wenn man so in einem exklusiven Bereich direkt am Rhein, direkt bei den Lautsprechern stehen will. Hier ist der Tanzbrunnen. So, bin jetzt hier im Rheinpark, am Rheinufer. Ich weiß nicht, ob die Absperrung hier immer ist, aber könnte auch sein, dass hier nur für die Kölner Lichter hier aufgebaut wurde. Der WDR baut da oben auch schon seinen Stand auf und überträgt das dann morgen, ich glaube ab 22 Uhr live. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie weit man hier sonst immer bis zum Wasser laufen konnte. Aber jetzt glaube ich nochmal, ja doch, das andere Rheinufer ist wirklich deutlich näher. Kann man schon fast rüberlaufen. Aber wie ich vorhin schon erwähnt habe, wenn der Rheinpegel 70 cm anzeigt oder 69, dann ist die Fahrrinne immer noch 1,10 Meter, glaube ich, tiefer, also um die 1,80. Ich meine, ich mit meinen 1,93 Meter könnte da vielleicht gerade noch so durchlaufen. Aber wahrscheinlich würde mich die Strömung davonreißen. Aber schon krass. (16.500 Schritte).
Ungefähr 2 Stunden habe ich, glaube ich, gebraucht. Ein bisschen mehr, habe eben noch 20 Minuten Pause gemacht. Und gestartet bin ich ja da drüben an der Zoobrücke. Da sieht man auch die Müllfalle. Und ja, reicht jetzt auch endlich. Waren ungefähr so um die 10 Kilometer, also von der Zoobrücke am Rheinufer entlang und ganz runter bis zur Südbrücke und dann wieder hier den Rhein rauf, rechtsrheinisch. Alles klar, das war's dann. Vielen Dank fürs Gucken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. War auch jetzt übrigens gerade mal das 3. Video, bei dem ich nahezu durchgehend rede. Falls ihr mehr von solchen kommentierten Spaziergängen sehen wollt, könnt ihr das ja mal schreiben, was ihr euch sonst noch wünscht. Von Köln, aus der Kölner Region. Ansonsten lasst doch bitte ein Like da, ein Abo und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, ciao!